Projekt Ausmalbuch – Hinter den Kulissen. Heute ist es soweit. Endlich nehme ich mir Zeit, um euch mal ausführlich von der Entstehung meines Ausmalbuches Traumhafte Ausmalwelten zu berichten. Das Buch erschien ja schon am 15. April 2025 und ist seitdem überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Es ist ein großes Herzensprojekt von mir, in dem ganz viel Liebe, Sorgfalt und Verbundenheit steckt. Das Buch ist beim EMF Verlag erschienen, hat 80 Seiten, 69 davon sind mit ganzseitigen Ausmalbildern gefüllt. Es enthält eine von mir verfasste Einführung, ist 22 x 27,5 cm groß, Softcover und hat robustes Papier, das neben Buntstiften auch Pitt Artist Pens und so weiter verträgt. Als ich euch Ende des letzten Jahres von dem Projekt berichtete, war ich wirklich sehr berührt von eurer aufrichtigen Mitfreude und Neugier. Ja, und weil viele von euch sehr interessiert waren, habe ich dazu eingeladen, dass ihr mir eure Fragen zu dem Buch und dem Projekt schreiben könnt. Da viele der eingegangenen Fragen sich ähnelten, habe ich die häufigsten zusammengefasst und werde nun alle in diesem Video beantworten. Um nicht nur euren Ohren, sondern auch euren Augen etwas Interessantes zu bieten, werde ich meine Worte mit einem Video unterlegen, in dem ihr die Entstehung eines Ausmalbildes aus dem Buch miterleben könnt. Es ist ein doppelseitiges Ausmalbild, davon gibt es im Buch 3 Stück. Alle anderen Ausmalbilder im Buch erstrecken sich jeweils über eine Einzelseite. Und diese Doppelseite trägt den Arbeitstitel Traumstadt. Es gab viele Fragen dazu, wie das Projekt überhaupt zustande kam. Bin ich auf einen Verlag zugegangen? Und wenn ja, wie lief das ab? Also, es lief so ab. Letzten Sommer, kurz nach meinem 20-jährigen Geschäftsgeburtstag, erhielt ich eine E-Mail vom EMF Verlag mit der Frage, ob ich Lust hätte, mein eigenes Ausmalbuch zu gestalten. Der Verlag hatte mein Wirken bereits auf YouTube und Instagram beobachtet und signalisierte deutliches Interesse an einer Zusammenarbeit mit mir. Es war alles sehr, sehr menschlich und auch unkompliziert. Es gab ein Telefonat mit meiner zukünftigen Ansprechpartnerin und Lektorin. Ich hörte mir die Konditionen an. Wir besprachen ein paar Fragen und ich bat um ein paar Tage Bedenkzeit. In den folgenden Tagen fertigte ich dann ein Probeausmalbild an, um zu sehen, wie lange ich brauchen würde, um eine Seite für das Ausmalbuch zu zeichnen. Da es 69 Seiten werden sollten, hatte ich nun eine gute Vorstellung davon, wie hoch der Zeitaufwand sein würde und wie viel Zeit ich einplanen musste, um rechtzeitig bis zum nächstmöglichen Abgabe- und Veröffentlichungstermin fertig zu sein. Als ich einen Plan gemacht hatte, sagte ich zu. Und dann ging's los. Es gab viele Fragen von eurer Seite, wie ich das mit der Koordination gemeistert habe, wie ich dran geblieben bin und auch wie ich den Überblick während der umfangreichen Durchführung behalten habe. Also das war eigentlich relativ einfach. Ich habe zuerst ausgerechnet, wie viel Zeit ich habe bis zur Abgabe aller Zeichnungen und Texte. Das waren 5 Monate. Dann habe ich ja eine Probeseite angefertigt, das hat 3 bis 4 Stunden gedauert. Und ich habe die Gesamtmenge der Arbeitsstunden ausgerechnet, die ich brauche, um das ganze Buch zu füllen. Und die habe ich dann auf den Gesamtzeitraum aufgeteilt, also auf die 5 Monate. Und das ergab am Ende täglich 2 Stunden Zeichenzeit oder 14 Stunden Zeichenzeit in der Woche. Das war also mein Plan für die nächsten 5 Monate. Komme, was wolle. Klar, es gab auch ein paar wenige Tage, an denen ich keine Zeit fand, um in Ruhe zu zeichnen. Und für diesen Fall legte ich die Stunden um und zeichnete dann an anderen Tagen dafür 4 Stunden. Da ein Großteil der Zeit auf den Sommer fiel, in dem ich mir meist sowieso ein paar Wochen Zeit für eigene Projekte nehme, war es zu Beginn alles sehr unkompliziert.
Es sei denn, ich war den ganzen Tag im Garten und habe Erde geschaufelt oder mit wildem Gestrüpp gekämpft. Ja, dann hatte ich abends beim entspannten Zeichnen das Problem, dass meine Hände von der Anstrengung so gezittert haben, dass ich extra langsam die Linien ziehen musste. Doch ich blieb dran und setzte mich so gut wie jeden Tag, meist abends, an meinen Zeichentisch und entspannte mich in meine Zeichenmeditation hinein. Wie bin ich am Ball geblieben, fragt ihr. Ich habe es einfach durchgezogen. Ich kenne solche langfristigen Projekte mittlerweile ziemlich gut und ich weiß auch um die Kraft der kleinen täglichen Schritte. Ja, ich habe schon gelernt, dass es uns auch ans Ziel bringt, wenn wir jeden Tag etwas Winziges tun, um ein riesengroßes Projekt voranzubringen. Und insofern schalte ich in solchen Fällen einfach meinen Disziplinmuskel ein oder meinen Hingabemuskel und mache immer weiter, ja, bei Wind und Wetter. Und ja, es gab auch dunkle Stunden. Das Leben hört ja nicht auf, nur weil wir gerade an einem Projekt arbeiten. Doch auch in diesem Fall galt, weitermachen. Ja, wenn es mal gar nicht ging, dann eben an den anderen Tagen etwas mehr. Wie auf dem Papier, so im Leben. Ihr wisst ja. Als meine Sommerpause vorbei war und meine anderen Tätigkeiten wieder mehr Raum einnahmen, wie zum Beispiel Online-Workshops, meine Ausbildung, Aufträge und die tägliche Korrespondenz, da galt dann ebenfalls weitermachen und mir jeden Tag 2 Stunden Zeit nehmen. Das war nicht immer ganz so leicht, doch ich konnte meinen Wochensoll stets erfüllen. Auch wenn ich manchmal am Wochenende etwas länger am Zeichentisch saß und, während dieser Zeit dann nur wenig Raum für andere kreative Tätigkeiten oder Kontakte hatte. Viele von euch haben gefragt, wie ich in solchen Projekten das Gleichgewicht zwischen Disziplin und Muße wahre oder wie ich es schaffe, immer wieder in den Fluss zu kommen. Ein wesentlicher Punkt hierbei oder vielleicht sogar das Geheimnis ist die Absicht, die ich setze, bevor ich so einen Raum erschaffe und pflege. Also ich habe mir vorher wirklich gut überlegt, wie ich das Projekt strukturiere und am besten umsetzen kann. Und dann habe ich festgelegt, okay, ab jetzt bis Mitte November zeichne ich im Durchschnitt jeden Tag 2 Stunden an dem Ausmalbuch. Und damit war das Gesetz. Es war eine feste Größe in meinem Tag und hatte auch einen stabilen Raum. Auch half es mir, dass ich mir überlegte, meine Zeichenzeit auf einen Zeitraum in meinem Tag zu legen, von dem ich wusste, dass er relativ ruhig und nur selten verplant war. Ja, so brauchte ich mir nicht jeden Tag aufs Neue überlegen, wann ich das denn heute am besten mache. Nee, es stand fest und ich musste mich dann nur noch hinsetzen, den Stift in die Hand nehmen, ein paar Mal durchatmen, ankommen und loslegen. Ja, das Fließen kommt mit dem Anfang. Wenn ihr schon ein oder mehrere Male mit mir gemalt habt, wisst ihr ja, wie es läuft. Ja, Stift aufsetzen, Verbindung herstellen, vielleicht eine Einladung oder ein kleines kreatives Gebet aussprechen und es fließt. Die Inspiration für die Ausmalbilder fand ich immer wieder in der Natur oder auch in den unsichtbaren, feinen Strukturen des Lebens. Da ich im Sommer täglich Zeit im Garten verbrachte und im Kontakt mit Pflanzen und kleinen Tierchen war, trug ich zahlreiche Ideen und Impulse in mir. Wenn ich dann am Abend am Zeichentisch saß, schloss ich kurz meine Augen und ich träumte von den lebendigen Strukturen, die ich tagsüber erblickt und genossen habe, und brachte diese dann aufs Papier. Viele der Ausmalbilder sind freie Mandalas oder sie enthalten Spiralen. Auch Tier- oder Pflanzenwelten sind mit dabei, alle in meiner Herzenssprache gezeichnet. Und jedes Ausmalbild enthält auch eine Geschichte. Manchmal ist es etwas, was ich an diesem Tag gelernt, erlebt oder in Verbundenheit mit der Natur erkannt habe.
Diese Geschichte erzähle ich in Form von Strukturen und Ornamenten. Und wenn ihr diese dann ausmalt und mit euren Farben füllt, erweckt ihr diese Geschichte auch für euch zum Leben und macht sie zu eurer ganz eigenen Abenteuerreise. Es gab auch Fragen zur Zusammenarbeit mit dem Verlag. Die Zusammenarbeit war sehr unkompliziert, freundlich und respektvoll. Ich hatte viel Spielraum beim Zeichnen, konnte mich also ganz frei austoben. Außerdem konnte ich mich jederzeit mit Fragen an meine Ansprechpartnerin wenden und ich habe immer zeitnah hilfreiche Antworten erhalten. Das war auch bei meinem Einführungstext für das Buch so. Ich durfte erstmal frei drauf losschreiben, gab den Text dann ab und er wurde mit Freude so übernommen, wie er war. Also das Buch ist wirklich sehr ich. Ja, und nachdem ich alle Zeichnungen angefertigt habe, scannte ich diese in meinem Atelier ein. Ich habe also die Originale nicht aus der Hand geben müssen, weil es auch hierzu eine Frage gab, sondern alles ganz in Ruhe selber digitalisiert. Ich bin für diese schöne Zusammenarbeit mit dem Verlag sehr, sehr dankbar und war überglücklich, als das Projekt erfolgreich abgeschlossen war. Noch eine gute Frage. Was habe ich Neues gelernt bei diesem Projekt? Auf jeden Fall, dass die Zusammenarbeit mit einem Verlag wirklich großen Spaß machen kann. Es war meine erste Erfahrung dieser Art und überraschend einfach. Außerdem vertiefte ich mein Vertrauen in die ewige Quelle meiner Kreativität noch mehr. Denn jedes Mal, wenn ich den Stift auf das weiße Blatt setzte, um ein weiteres Ausmalbild zu erschaffen, war ich erstaunt, dass immer neue Ideen kamen und dass es echt niemals langweilig wurde. Ich habe nichts vorgezeichnet, keine Skizzen gemacht, sondern immer gleich mit dem Fineliner gearbeitet. Das war ziemlich spannend und auch ab und zu etwas aufregend, wenn ich sehr vielschichtige oder komplexe Strukturen erschuf. Doch genau das ist es ja, was den kreativen Prozess zu einer so unendlich reichhaltigen Erfahrung macht. Und ich habe gelernt, dass das Leben voller Überraschungen steckt. Ich erinnere mich, dass ich gerade in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit nur so übersprudelte vor Ideen für Kinderbücher und andere kreative Buchprojekte. Viele davon habe ich damals voller Enthusiasmus beschrieben und mit ein paar Zeichnungen oder Illustrationen an Verlage geschickt. Doch kein einziger Verlag hatte Interesse an einer Zusammenarbeit. Irgendwann hörte ich dann auf, mich an Verlage zu wenden und begann, meine Projekte im kleineren und für mich zu dieser Zeit finanzierbarem Rahmen umzusetzen. Und ich vergaß die Sache mit den Verlagen. Bis zu dem Tag, an dem ich die E-Mail in meinem Postfach fand. Und ich freute mich sehr, denn das war wirklich ein tolles Geburtstagsgeschenk zum 20-jährigen Jubiläum. Eine weitere sehr schöne Frage, die mich erreicht hat, ist diese: Wofür ist Ausmalen gut? Und als Antwort darauf möchte ich etwas aus der Einführung vorlesen, die ich für das Ausmalbuch verfasst habe. Ausmalen ist so viel mehr, als es auf den ersten Blick zu sein scheint. Wenn wir uns einem Ausmalbild widmen, treffen wir auf zahlreiche kleine und größere Räume, die nur darauf warten, mit unseren Farben erfüllt zu werden. Auch in unserem Alltag öffnen sich unentwegt Räume und Möglichkeiten, die wir mit unseren Ideen, Gefühlen, Worten und schließlich auch Handlungen erfüllen können. Für mein Empfinden ist das Ausmalen eine Praxis, bei der wir entspannt und genussvoll die Formen auf dem Papier mit all den Farben füllen, die für uns stimmen, die gut miteinander harmonieren und die am Ende ein ausgewogenes Gesamtbild ergeben. Das Gleiche streben wir Menschen mehr oder weniger bewusst in unserem Leben an. Wir streben danach, den Raum, den wir zur Verfügung haben, mit allem zu füllen, was wir schätzen
und somit unser Leben bewusst und farbenreich zu gestalten. Wir wünschen uns, die Zeit, die wir auf dieser Erde haben, mit Erlebnissen zu füllen, die uns berühren und bereichern. Wenn wir unser Leben als ein großes Ausmalbild betrachten, dann bedeutet dies, dass wir mit den Gegebenheiten kreativ umgehen und die einzelnen Felder, also die Momente und letztendlich Lebensjahre, mit den Farben füllen, die wir für uns selber wählen, weil wir sie schätzen. Und da können wir auch gleich noch fließend übergehen zur letzten Frage, die auch mehrfach gestellt wurde. Was war meine Hauptmotivation für dieses Buch? Auch hierzu ein paar Zeilen aus meinem Einführungstext. Ebenso wie ich es liebe, in meinen Workshops Räume zu erschaffen, in denen Menschen sich wohlfühlen, entfalten und verwirklichen können, so zeichne ich auch voller Liebe Ausmalbilder für Menschen. Jedes Ausmalbild in diesem Buch ist eine neue Welt, bestehend aus vielgestaltigen kleinen Räumen, die nur auf dich und deine Farben wartet. Mein Anliegen mit diesem Ausmalbuch ist es, dir kreative Inseln im Alltag anzubieten, in denen du träumen, staunen, gestalten und mit Farben spielen kannst, ohne Zeitdruck oder Erwartungen. Einfach so, mit Freude und Entdeckerlust. Wie oft beschäftigen wir uns in einem Moment freier Zeit mit technischen Geräten, wie zum Beispiel unserem Smartphone oder Tablet, anstatt einer kreativen Tätigkeit nachzugehen. Es ist uns Menschen zu eigen, dass wir kreativ sind. Wir sind so angelegt, dass wir Dinge ersinnen und diese mit Begeisterung erschaffen. Das ist unsere wahre Natur. Daher ist es wesentlich, dass wir uns in unserem Leben Räume schaffen, in denen wir uns kreativen Tätigkeiten, wie zum Beispiel dem Ausmalen, widmen. Die künstliche Intelligenz macht es mittlerweile möglich, dass innerhalb kurzer Zeit ein komplettes Ausmalbuch erschaffen wird. Nun, bei mir ging es nicht so schnell. Ich habe für das Zeichnen der Bilder in diesem Buch 5 Monate gebraucht. Mag sein, dass die moderne Technik effizienter ist, doch wenn es um Kreativität geht, dann sind der menschliche Geist und die Seele unschlagbar. In einem von Menschenhand geschaffenen Werk wohnt ein komplexes Universum aus Gedanken, Empfindungen, Absichten und Werten. Das Erschaffen dieses Ausmalbuchs war ein spannendes Abenteuer und eine lange, erlebnisreiche Reise durch vielfältige Welten. Die meditativen Momente des Zeichnens und das Versenken in die einzelnen Welten, all das hat mich erweitert und bereichert. Diese Zeit wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. Und ich wünsche auch euch viele, viele nährende Augenblicke mit diesem Buch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald wieder.